Herzlich willkommen zu einer neuen Folge VektorCam TV. Heute geht es um ein weiteres Programmierbeispiel zum Thema Verschieben, Rotieren, bei dem das Hauptaugenmerk auf dem Rotieren liegt. Diese Funktion eignet sich besonders an rotationssymmetrischen Bauteilen, um Bearbeitungsstrategien mehrfach zu nutzen. In diesem Beispiel ist das Bauteil bereits größtenteils programmiert. Lediglich 4 identische Bereiche auf der Oberseite müssen noch geschlichtet werden. Hierzu nutze ich die 3D-Strategie konstante Rautiefe, um gleichmäßige konturparallele Fräsbahnen entlang der zu bearbeitenden Fläche zu generieren. Damit die 3D-Strategie mir nicht das komplette Bauteil bearbeitet, markiere ich den zu bearbeitenden Bereich und lege eine Begrenzungskontur an, die ich in meinem Falle 100 mm in Z über den Nullpunkt lege. Danach aktiviere ich die Funktion konstante Rautiefe, wähle mein Werkzeug aus, in meinem Falle einen 6er Kugelfräser, definiere eine seitliche Zustellung und möchte von der Mitte aus in spiralförmigen Bewegungen arbeiten. Danach gehe ich in den Reiter Begrenzung und lege fest, dass ich mit einer 2D-Begrenzung arbeiten möchte. Danach beschreibe ich im Reiter Geometrie mein zu bearbeitendes Bauteil und lege die 2D-Begrenzung fest, in der die Bearbeitung stattfinden soll. Damit ich diesen Vorgang nicht noch dreimal wiederholen muss, öffne ich noch einmal den Job, wechsle in die Jobparameter und aktiviere unter der Option Transformieren, Verschieben, Rotieren. Für diese Bearbeitung wähle ich den Typ Rotieren. Als Rotationsachse nehme ich die Z-Achse und möchte mit einem Start und Intervall arbeiten. Die erste Kopie lege ich auf 90 Grad und dann in einem Intervall von jeweils 90 Grad 3 Kopien. Und das zu Beginn angelegte Original möchte ich behalten. Danach berechne ich neu.